Lecker. Und genau darum geht es heute, um das Beste, was Mutter Natur zu bieten hat, Genuss und pure Natürlichkeit. Und deswegen werden wir uns genau diese jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Also bleibt dran, es wird köstlich. Victor, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Vor allem, weil du das kannst, was ich nicht kann. Viel per se erstmal, aber du kannst kochen. Du bist so ein talentierter Koch. Du bist auch der Kopf hinter dem E-Book Hangry Vegan. Richtig. Wie hast du damit angefangen und vor allem, wie lange ist es her? Also erstmal, das ist mal ein Intro, das ist mal eine Vorstellung. Und ja, ich habe Hangry Vegan geschrieben und habe sowohl damit als auch mit meinen Kochvideos wohl viele Leute inspiriert, was mich selber sehr verwundert. Es hat lange Zeit gebraucht, bis ich das akzeptieren konnte, dass tatsächlich Leute das, was ich tue, sich zum Vorbild nehmen. Und wenn es in der Küche ist, dann umso besser, weil da kann ich ein bisschen was. Woher kommt es? Konntest du schon immer kochen? Also ich fand Kochen immer interessant, wenn meine Mom gekocht hat. Ich habe zugeschaut, ich wollte immer hier und da ein bisschen was mitmachen. Und später, wo ich dann ein bisschen älter wurde, wenn wir in Freundeskreisen da saßen und alle hatten Hunger, keiner hatte Bock zu kochen. Ich war der Einzige, der wusste, wie Pfannkuchen gehen. Und dann habe ich die Pfannkuchen gekocht und so kam ich zum Kochen. Ja? Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Zum veganen Kochen kam ich, als ich 1 Monat lang vegetarisch war, weil ich mir kein Fleisch mehr leisten konnte. Und habe dabei dann festgestellt, dass es für mich absolut keinerlei vernünftigen Grund gibt, weiter Tierprodukte zu konsumieren. Und so habe ich die vielfältige pflanzliche Küche entdeckt. Ja. Wie lange ist das jetzt her? Das ist 7,5 Jahre her. Kannst du mir ein Rezept nennen mit Minze, das ich jetzt sofort nachkochen könnte? Ja. Du machst einen Tzatziki, aber statt Dill machst du Minze rein. Und das schmeckt hammergeil. Um die Geschmäcker authentisch nachzustellen, spielen Kräuter eine unglaublich wichtige Rolle. Was sind deine Lieblingsgewürze? Da gibt es einige. Aber ganz oben einreihen würde ich wahrscheinlich sowas wie Majoran und wahrscheinlich auch Minze. Minze? Ja. Wir haben hier zum Beispiel diesen fantastischen Puka-Tee. 3 Minzmischungen. Da drin sind enthalten Pfefferminz, grüne Minze und Ackerminze. Das ist auch eine Besonderheit, weil normalerweise hast du im Minztee eine Minze und hier sind 3 enthalten. Grüne Minze zum Beispiel hat einen niedrigen Mentholanteil und dadurch schmeckt das Ganze ein bisschen weniger scharf. Und das ist auch so frisch. Wir bleiben jetzt mal kurz bei Minze. Es gibt ja auch viele Sommergetränke mit Minze. Was würdest du sagen, ist ein gutes Rezept mit Minze? Man muss es ja nicht immer wegschießen, da könnte man auch einen tollen Mocktail machen. Und als Mocktail würde ich dann einfach einen klassischen Mojito machen, aber ohne den Rum. Ich war ja lange Zeit auch Barkeeper und da benutzen wir oft abgekühlte Tees für Longdrinks oder Cocktails etc. Die eignen sich besonders gut eben wegen der ätherischen Öle und Puka 3 Minze ist wirklich in jedem Fall eine gute Wahl. Man kann den Tee aber tatsächlich im Sommer auch warm trinken, weil wenn man warme Sachen im Sommer trinkt, kühlt es den Körper eher ab, als dass es ihn aufheizt. Tausend Dank dir auf jeden Fall. Ich habe jetzt riesengroße Lust zu kochen. Du kochst, ich schaue dir zu. Ich kann mich um den 3-Minz-Tee von Puka kümmern. Den kann ich uns gerne machen. Ich mache den Tee und du machst das Essen. Du machst Puka, ich mache Essen.